Heute zeige ich euch mal wieder ein paar meiner letzten Einkäufe und ich habe das Gefühl, dass ich seit Ewigkeiten keine Beauty-Sachen mehr gekauft habe. Diesmal sind aber endlich mal wieder ein paar neue Sachen dabei, aber als erstes zeige ich euch ein Produkt, was eigentlich nicht so neu ist, also ich hatte es schon mal, und zwar ist es das Parsley Seed Serum von Aesop. Das habe ich euch ungefähr vor einem Jahr gezeigt in einem Haul. Und es hat halt bei mir auch echt so um die 10 Monate gehalten. Es ist zwar eigentlich nur 9 Monate haltbar, aber ich habe nichts gemerkt. Und das fand ich eben so gut, dass ich es nochmal nachgekauft habe. Das ist, wie gesagt, ein Serum. Das heißt, man trägt es nach der Reinigung und vor der Tagespflege auf. Und das basiert hauptsächlich auf Aloe Vera. Und ihr wisst, ich liebe Aloe Vera in Sachen Hautpflege. Das beruhigt die Haut schön und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Also ich habe danach immer so ein schönes, gut durchfeuchtetes Hautgefühl auf der Haut. Das ist zwar am Anfang so ganz leicht klebrig, aber das vergeht eigentlich sehr, sehr schnell. Es wirkt erstmal sehr teuer, wenn man sich das kauft, weil es 55 € kostet. Dann wiederum sind aber 100 ml drin und wie gesagt, es hat bei mir 10 Monate gehalten und ich finde, das ist eine super lange Zeit für ein Serum. Also ja, also ich kann es aus vielen verschiedenen Gründen weiterempfehlen und würde es, glaube ich, danach wieder nochmal neu kaufen. Weiter geht's mit einem Produkt, was ich schon seit Ewigkeiten ausprobieren wollte und nun habe ich es endlich mal gekauft. Und zwar geht es um das Kevyn Aucoin Sculpting Powder, also wie der Name sagt, ein Konturierungspuder. Das heißt, es soll so künstliche Schatten im Gesicht erzeugen, die dann das Gesicht irgendwie schmaler oder wie auch immer aussehen lassen. Und das macht es auch ziemlich gut. Also es macht genau das, wofür es gedacht ist. Der Farbton ist genau richtig. Es sieht nicht zu grau aus, so dass es irgendwie dreckig oder so aussieht. Es ist aber auch nicht zu warm, dass es dann wieder kein Konturierungspuder ist. Und es ist sehr, sehr gut pigmentiert. Also man braucht echt nur super wenig davon. Ja, bin super zufrieden damit. Die Verpackung ist auch super schön, sehr kompakt irgendwie. Ja. So, und dann habe ich mich mal an einem relativ speziellen Beauty-Produkt herangewagt und habe diesen Make-up-Pinsel bestellt von Artis. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich auf die Marke gekommen bin. Ich glaube aber, es war in einem Beauty-Magazin, hat die Make-up-Artist oder ein Beauty-Editor ziemlich doll in den Himmel gelobt. Und die haben mich einfach vom Aussehen sehr, sehr doll angesprochen, weil die sehr speziell aussehen und auch ganz schön. Also ich finde das Silber super cool. Und ja, dann wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und das ist jetzt ein Foundation-Pinsel und der ist echt super fest und hat sehr, sehr viele Haare. Und das Besondere an diesen soll sein, dass die so ganz fein abgeschrägt sind. Und ich glaube, das merkt man irgendwie auch beim Saubermachen. Das hat fast schon so einen Lotus-Effekt, weil das perlt irgendwie ab und das ist schon irgendwie anders. Und was ich zu der Anwendung sagen kann, also ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm in der Handhabung. Es ist halt auf jeden Fall anders, als wie man Make-up-Pinsel sonst hält, wenn man das eben so hält und nicht so. Ich finde, der ist sehr, sehr gut für Foundations, die sehr dünnflüssig sind und sonst eine sehr, sehr leichte Deckkraft haben. Und damit kriege ich hin, dass die Deckkraft einfach nochmal ein bisschen stärker ist. Und die Foundation wird echt in so jede kleinste Pore verteilt, was dann irgendwie das finde ich, so ein bisschen feinporiger erscheinen lässt. Weil vielleicht die Borsten einfach so super fein sind. Aber ich bin auf jeden Fall nicht schneller damit als mit meinen Fingern. Also wenn ich Foundation mit den Fingern auftrage, dann geht es echt immer am schnellsten. Da brauche ich hiermit ein bisschen länger, aber ich bin mit dem Ergebnis einfach super zufrieden. Also echt für dünne Foundations richtig, richtig gut, aber ich glaube für dickere Foundations würde ich den nicht benutzen. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich stelle es mir irgendwie ein bisschen mühseliger vor und ich glaube, dann wird es irgendwie dann zu viel Deckkraft. Ja, auf jeden Fall interessant und doch eigentlich soweit sehr gut. So, das waren meine Beauty-Einkäufe. Weiter geht's mit den anderen Kategorien. Und da habe ich zum einen diese Ohrringe bei Zara gekauft. Ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll. Die sind ziemlich groß. Sehen fast aus wie Kreolen, aber sind irgendwie so eingedrückt und ziemlich breit und sind außen gold und innen schwarz. Ja, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber sie haben mich auf jeden Fall angesprochen, weil die einfach so cool aussehen und einfach mal ein bisschen anders. Also ich stelle sie mir sehr cool vor zu ganz, ganz schlichten, Überraschung, ganz, ganz schlichten Sachen und dann halt diese Ohrringe. Ja, ich muss sagen, die sind super, super schwer. Also ich habe sie noch nicht draußen getragen, aber mal gucken, wann die zum Einsatz kommen. Cool sehen sie auf jeden Fall aus, aber ich glaube, nach einer Zeit ist es echt so an den Ohrläppchen, aber ja, ich fand sie auf jeden Fall super, super cool. So, dann habe ich euch ja vor einem Jahr oder so in meinem What's in my Bag Video gesagt, dass ich eigentlich unbedingt so einen
Schlüsseletui brauche und habe echt Ewigkeiten gesucht. Nein, nicht eigentlich wirklich gesucht, aber ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich irgendwann mal eins gekauft habe, was ich irgendwie cool fand. Und ich habe mich letztendlich für dieses hier von Gucci entschieden und da werden, glaube ich, die Meinungen sehr, sehr weit auseinandergehen, weil das Muster eben nicht jedermanns Sache ist. Aber ich fand es ganz cool. Ich mag auch, dass es so ein Zipper-Etui ist. Es gibt ja teilweise also Zipper-Etuis oder die so mit so einem Knopf zum Aufklappen und dann sind dann so Haken. Ich habe mich jetzt für diese Form entschieden. Finde es auch bislang sehr, sehr praktisch und es ist auch sehr beständig. Es ist auf jeden Fall sehr robust und ich finde das Muster eben sehr cool. Es geht ja gerade so ein bisschen der Trend rum mit diesem Gucci-Muster bei den Taschen, aber für Taschen finde ich es dann doch zu krass. Also nicht, dass ich es in einem Jahr doch irgendwie scheiße finde, aber als Schlüsseletui finde ich es irgendwie ganz süß. Es hat ja irgendwie sowas Traditionelles, Klassisches. Ja, ist halt einfach ein Schlüsseletui. Manche brauchen es, manche nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr praktisch, weil ich habe so komische Schlüssel, zum Beispiel der hier. Und ich mag es halt nicht, wenn die dann in Taschen, also manche Taschen sind innen sehr, sehr fein und haben so Leder und da mag ich es nicht, wenn Schlüssel einfach da so rumfliegen und das Leder zerkratzen. Und da ist das eben ganz praktisch und ja, ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Vielleicht ist das ja auch was für den einen oder anderen. Weiter geht's mit Klamotten und da habe ich hier dieses Oberteil von Weekday und ich habe bei Weekday echt so 10 Millionen Sachen in die Umkleide mitgenommen, weil irgendwie hat mich da alles angesprochen bei Weekday, habe mich aber letztendlich nur für dieses Oberteil entschieden. Und das ist ein langärmeliges Plissé-Oberteil, was schwarz und halbdurchsichtig ist. Und der Ausschnitt ist ganz cool, das ist so ein U-Boot-Kragen, glaube ich. Also es ist sehr hochgeschnitten, aber gerade. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr schön und ich hatte irgendwie Lust auf so ein mehr extravaganteres Oberteil für irgendwie abends oder so. Ja. Für das nächste Teil habt ihr vielleicht schon auf dem Blog gesehen und zwar ist das dieser Blazer von Zara mit Hahnentrittmuster und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich Hahnentrittmuster irgendwann mal wieder gut finden würde. Das war hier jetzt aber der Fall und ich habe momentan so einen leichten Hang zu so Vintage-mäßig aussehende Sachen oder Oper, kann man hier auch sagen. Aber ja, hat mich irgendwie angesprochen und ich hatte das einmal an zu so einer High-Waisted Jeans in Blau und fand es cool und mal sehen, wie sich der Blazer einfach noch kombinieren lässt. Kommen wir zum letzten Teil von meinem Haul und zwar diesem Oberteil von COS. Und es ist sehr, sehr typisch für COS geschnitten, sehr steif und breit und kastig und eigentlich gar nicht so super ansprechend für manche vielleicht. Aber irgendwie total mein Ding, also ich mag genau solche Teile irgendwie. Und hier fand ich besonders cool, dass der Stoff so glänzend ist, also es reflektiert halt irgendwie so ein bisschen. Und es hat hier so 2 Taschen vorne und wie gesagt, der Schnitt ist einfach genau das, was ich cool fand. Ich stelle mir es einfach cool vor zu allen möglichen Hosen, also Jeans oder schwarzen Hosen oder auch weißen Hosen, auch wenn ich keine weiße Hose habe. Und dann tagsüber oder für abends und ich finde besonders cool, gerade beides so ein bisschen steifer ist, wenn man dann so eine Tasche dazu trägt, über Kreuz, die eine Kette als Umhängegurt hat. Irgendwie finde ich es irgendwie cool, dann lockert das so ein bisschen auf und ja, finde ich einfach super cool. Und ja. Ja, das war's mit meinem Haul-Video. Ich werde wie immer versuchen, alle Sachen zu verlinken oder wenn es entweder die Teile nicht gibt oder wenn sie eigentlich relativ teuer sind, werde ich versuchen, ähnliche Teile rauszusuchen und zu verlinken. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!